Ich habe eine virtuelle Color Analysis machen lassen, also eine Farbanalyse, und ich weiß jetzt meinen Hautunterton, die richtigen Haarfarben für mich, welcher Schmuck mir steht und welche Farben gut an mir aussehen. Was die Farbanalyse gebracht hat und ob das auch was für dich ist, erfährst du jetzt in diesem Video. Also bleib dran. Kommentiert doch unten, was ihr glaubt, was für ein Typ ich bin. Ich fange erstmal damit an, warum ich überhaupt diese Farbanalyse habe machen lassen. Und zwar ging es darum, meinen Stil zu finden, und ich habe mich sehr viel mit Mode beschäftigt und was mir steht, was mir nicht steht. Habe verschiedene Stylesysteme mir angeguckt, unter anderem das von Rita oder von Ellie Jean. Ich verlinke euch die YouTube-Channels unten in der Infobox. Während dieses ganzen Prozesses bin ich eben auch auf die Color Analysis gestoßen. Ja, das hat mich einfach interessiert, weil ich immer das Gefühl hatte, wenn ich ein Outfit zusammenstelle, irgendetwas passt nicht und ich konnte nicht herausfinden, was es ist, weil es lag nicht am Schnitt oder so, sondern wirklich an den Farben, und ich war mir immer ziemlich unsicher mit den Farben. Ich habe das auch mal zu Hause selber probiert, blend euch mal ein, die Bilder, die ich damals gemacht habe, aber mir fehlt einfach dieses geschulte Auge und ich konnte nicht selber herausfinden, was für ein Typ ich bin. Es gibt ja auch verschiedene Methoden, das herauszufinden. Irgendwie, man guckt sich die Venen an oder die Augenfarbe oder welcher Schmuck einem steht, aber ich konnte das selber einfach nicht herausfinden. Und deswegen habe ich mich dann dazu entschieden, eine virtuelle Farbanalyse machen zu lassen, weil in Deutschland kostet eine In-Person-Analyse sehr viel Geld. Ich bin übrigens ungeschminkt, weil ich gerade eine Beauty Detox Challenge mache. Ansonsten hätte ich mich natürlich für euch hübsch gemacht. Ich wollte mich eben professionell typisieren lassen und ich hatte auch verschiedene Haarfarben in der Vergangenheit. Ich blende euch alle mal ein. Also ich experimentiere sehr viel mit Haarfarben und mag das auch. Und ja, da war auch nicht jede Haarfarbe ideal, sage ich mal. Obwohl ich der Meinung bin, dass man nicht immer flattering aussehen muss. Also es muss nicht immer alles perfekt sein. Aber ja, wenn einem die Haarfarbe blass aussehen lässt oder krank aussehen lässt, wer will das schon? Bevor ich wusste, was für ein Typ ich bin, hatte ich auch nur Goldschmuck. Dieses Gefühl beim Einkleiden, dass irgendetwas nicht passt, das fällt jetzt komplett weg, seit ich weiß, was für ein Typ ich bin. Deswegen allein hat es schon was gebracht. Ja, die virtuelle Color Analysis habe ich bei Carol Braley, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, machen lassen. Sie sitzt in Kanada und macht das schon jahrelang. Und es ist halt so, dass man eben Bilder zuschickt und ein bisschen was zu sich erzählt. Ich blende euch mal die Bilder ein, die ich ihr zugeschickt habe. Also das waren zum einen Bilder mit einem weißen Blatt Papier. Ich glaube, das hilft ihr einfach, diesen Weißabgleich besser zu machen, weil wenn man eben mit einer Kamera oder virtuell Fotos von sich machen lässt, dann gleicht ja die Kamera immer die Farben aus. Je nachdem, was man eben anhat, sieht man entweder gelber oder bläulicher aus auf dem Bild, und ich glaube, dafür ist das weiße Blatt Papier da. Man schickt auch noch Fotos von seiner Iris zum Beispiel und von tatsächlich seinen Venen. Ich verlinke euch den YouTube-Channel von Carol auf jeden Fall auch unten in der Infobox, und sie hat auch ein Update von mir veröffentlicht. Das interessiert euch vielleicht auch, das verlinke ich euch auch in der Infobox. Carol arbeitet mit einem ganz bestimmten System, und zwar gibt es das 16-Season-System. Es gibt das 12-Season-System, was ein bisschen bekannter ist. Ich glaube, bei dem 16-Season ist jeweils noch in jeder Jahreszeitenkategorie ein Typ dabei. Zum Beispiel gibt es den Soft Winter, den gibt es bei den 12 Seasons gar nicht, also 12 Jahreszeiten gar nicht. Ja, das nur dazu, denn je nach System wird man auch völlig verschieden eingestuft. Das ist wichtig zu wissen. Ich erkläre euch kurz, wie das ablief. Also wie gesagt, schickt man Bilder, eine kurze Beschreibung. Das Ganze hat 170 kanadische Dollar gekostet. Das sind umgerechnet etwa 120 Euro. Man bezahlt und schickt die Fotos und die Infos, und innerhalb von 25 Tagen erhält man dann sein Ergebnis. Man schickt auch Bilder zum Beispiel aus seiner Kindheit, aus den 20ern und in meinem Fall natürlich auch aus den 30ern.
Und dann anhand dessen kann sie auch zum Beispiel besser einstufen, wie sich die Haarfarbe über die Jahre verändert hat. Mein Problem mit der Color Analysis, wieso ich das selber nicht geschafft habe, war auch zum Beispiel, dass ich Sommersprossen habe auf der Nase. Es sind nicht viele, aber sie sind da. Ich habe auch zum Beispiel eine gesprenkelte Iris. Ich war mir nie sicher, ja, manchmal steht im Internet, wenn du eine gesprenkelte Iris hast, dann bist du auf jeden Fall der Typ. Oder wenn du Sommersprossen hast, dann bist du auf jeden Fall der Typ. Und ich dachte sehr, sehr lange, ich bin ein Autumn. Ich finde, mein Unterton, oder wenn ich so in den Spiegel gucke, sieht er eigentlich neutral aus. Außerdem ist mir aufgefallen, dass ich schnell erröte und dass ich im Sommer schwer braun werde. Allerdings, wenn ich dann eine gewisse Bräune habe, dann geht's schnell. Diese ganzen Infos, damit konnte ich nichts anfangen. Ich konnte mich irgendwo in jeder Kategorie wiederfinden, außer vielleicht in der Spring, also in der Frühlingskategorie. Aber ja, ich fand es super schwer. Ja, und die virtuelle Color Analysis war für mich ein Game Changer und ich komme jetzt zu den Punkten, warum das mein Leben verändert hat. Ich weiß, es klingt super dramatic, aber es ist halt einfach so. Und die Punkte, die ich jetzt aufzähle, helfen dir vielleicht dabei zu verstehen, warum das so von Vorteil sein kann, seinen Typen zu kennen. Zuallererst muss ich sagen, dass es das Shoppen erleichtert, und zwar um Welten. Es ist nämlich so, dass ich jetzt beim Browsen im Online-Shopping nach Farben sortiere und ich bin vage von Sternzeichen. Mir fällt es sowieso schwer, mich zu entscheiden und es schränkt einfach die komplette Auswahl ein und ich finde, das erleichtert mir einfach das Shoppen, weil ich nicht ewig und stundenlang browsen muss, was mir gefällt, sondern ich gucke einfach nach meinen Farben und gucke innerhalb dieser Farben, was gefällt mir davon. Und dadurch spare ich Zeit und Geld. Diese Color Analysis schränkt einen natürlich ein. Also wenn mir jetzt gesagt wird, ich bin der und der Typ und ich möchte mich daran halten, das ist nicht für jeden was. Also vielleicht wollt ihr das gar nicht, vielleicht wollt ihr euch nicht einschränken lassen, dann ist das auch nichts für euch. Ja? Es geht immer darum, ist es einem wirklich wichtig oder nicht? Ist es dir wichtig, dass du deine Farben kennst? Wenn nicht, lass es bleiben. Kauf, was du willst, trag, was du willst. Ich finde wenn man das mit Selbstbewusstsein macht, dann strahlt man das auch aus. Aber wenn man eben so eine Unsicherheit hat und man dadurch vielleicht auch nicht das ganze Potenzial seines Selbstbewusstseins zutage bringen kann, dann ist es vielleicht was für dich. Und in meinem Fall war es wirklich so, dass ich auch Selbstbewusstsein gewonnen habe, dadurch, dass ich jetzt meine Farben kenne, weil ich mich einfach wohler in meiner Haut fühle. Ich weiß jetzt zum Beispiel auch, was für ein Make-up mir steht. Ich kaufe keine Bronzer mehr. Ich benutze generell keinen Bronzer mehr. Ich benutze nur noch Blush und da auch nur kühle Töne. Für meine Augen benutze ich auch keine Brauntöne mehr. Das habe ich jahrelang gemacht. Falls euch interessiert, welches Make-up kühlen Hauttönen steht oder Wintertypen oder Sommertypen, dann schreibt das doch in die Kommentare. Vielleicht drehe ich dazu noch ein paar Looks ab. Jedenfalls weiß ich zum Beispiel auch, dass mir High Contrast Make-up besser steht als Low Contrast Make-up und dass kühle Töne eben meinem Teint schmeicheln und ich dadurch mehr strahle. Genau, und noch zum Punkt Make-up. Ich kriege viel mehr Komplimente zum Beispiel für meinen Look oder für mein Aussehen und dass ich ausgeschlafen aussehe. Woran merkt man, dass man die richtigen Farben trägt? Und zwar ist es so, ich habe sehr, sehr oft Komplimente für meine Outfits bekommen, zum Beispiel bestimmte Oberteile, aber wenn dir jemand ein Kompliment für deine Ausstrahlung und für deinen Glow macht und nicht für dein Outfit, dann trägst du die richtigen Farben. Und seit ich meine Farben kenne, ist das der Fall. Also die Leute machen mir Komplimente für meine Ausstrahlung und das ist einfach, das will man eigentlich hören, ja. Nicht, oh, dein Oberteil ist so geil, sondern, ey, du siehst heute mega ausgeschlafen aus oder ey, irgendwie sieht deine Haut voll gut aus oder so oder, boah, keine Ahnung, du hast gar keine Augenringe oder was weiß ich, ja. Das sind doch Komplimente, da freut man sich viel eher drüber. Also ich zumindest. Ein Punkt, den Carol auch anspricht in dem Video, das sie über mich veröffentlicht hat, ist, ich wollte unbedingt
ein Autumn sein. Ich wollte unbedingt ein Herbsttyp sein. Und als ich dann erfahren habe, Achtung, jetzt kommt's, ich bin ein True Winter Typ, dachte ich erst, oh nee, ey, echt jetzt? Kacke, Mann. Dabei liebe ich beige und braun und was weiß ich. Und jetzt habe ich so langweilige Farben wie weiß, schwarz, blau, also navy. Und erst als ich das alles implementiert habe, habe ich gemerkt, ey, diese Farben sind viel einfacher zu finden beim Shoppen, weil schwarz, weiß und navy gibt es fast überall, immer, egal was man sucht. Ich habe erstmal versucht, die Farben einzubeziehen, die mir besonders gut gefallen. Und ich mag zum Beispiel Blautöne. Dann habe ich auch versucht, Grüntöne mit einzubeziehen, also in Pullovern und so weiter. Ja, so nach und nach habe ich halt immer mehr Klamotten gehabt, die in den Farben waren und die überhaupt nicht reingepasst haben. Also ich hatte davor auch orangene Pullover oder braune Pullover. Die habe ich auf Vinted verkauft und von daher hat sich meine Garderobe peu à peu verändert. Dadurch, dass ich jetzt meinen Typ weiß, ist es auch so, man kriegt ja so eine Farbpalette. Und innerhalb dieser Farbpalette kann man sich zum Beispiel aussuchen, welche Farben man besonders mag. Und die lassen sich auch untereinander viel leichter kombinieren. Das heißt, wenn ich Outfits zusammenstelle, dann passen die meisten Sachen, also eine Hose oder ein Oberteil, meistens zueinander, egal was ich jetzt aus meinem Kleiderschrank rausnehme, weil das ja alles kühle Töne sind und die so oder so zueinander passen, was diesen Grundton angeht. Also ist es halt super easy, Outfits zusammenzustellen. Ja, und dadurch, dass ich True Winter bin, stehen mir natürlich dunkle Haarfarben am besten. Ich hatte auch immer blonde Haare. Ich habe das damals gemocht und ich bin auch froh, das gemacht zu haben. Aber ja, dunkle Haare stehen mir einfach viel besser, weil der Kontrast einfach viel höher in meinem Gesicht ist und es meine Features besser zum Ausdruck bringt. Eine Sache, die ich vor der virtuellen Color Analysis auch gemacht habe, war, dass ich nur Goldschmuck besaß. Also ich war so ein Gold Girl. Ich hatte keinerlei Silberschmuck. Vielleicht vereinzelt eine Kette, aber die habe ich nicht getragen. Mein Ehering ist auch aus Gold, den trage ich ja nach wie vor. Ja, ich glaube, es kommt auch so ein bisschen drauf an. Also nach und nach habe ich mir auch Silberschmuck gekauft. Ich trage auch manchmal noch Goldschmuck. Allerdings ist es so, dass ich darauf achte, dass zum Beispiel eine Perle mit dabei ist oder ein Rubin, also wiederum irgendwelche Farben darin vorkommen, die in meiner Palette auch vorkommen. Und es kommt natürlich darauf an, was ich trage, weil ich habe natürlich nicht nur Farben aus meiner Palette. Ich habe noch andere Farben. Ja? Ich habe zum Beispiel einen Pulli, der so grünlich-beige, den liebe ich über alles. Ja? Ich trage den auch gern, obwohl der gar nicht in meiner Palette ist. Aber ja, ich mag den einfach so sehr und deswegen trage ich den trotzdem. Für mich ist es auch ein guter Kompromiss, dass ich zum Beispiel vor allem Oberteile in meiner Farbpalette besitze. Es kommt nämlich darauf an, also umso näher die Farbe deinem Gesicht kommt, desto eher sollte sie aus deiner Palette sein. Wenn du jetzt zum Beispiel True Winter bist und ein schwarzes Oberteil hast, aber eine beige Hose dazu trägst, ist das vollkommen in Ordnung, meiner Meinung nach, weil eben das Beige nicht direkt an dein Gesicht grenzt, sondern das Schwarz, und von daher ist das einfach ein guter Kompromiss für mich. Auch wenn Carol da anderer Meinung wäre. Ja, für mich war das eine Investition, die sich auf jeden Fall gelohnt hat, auch wenn man 120 € hinblättern muss. Aber das Geld, was ich da quasi investiert habe, das spare ich mir ja beim Shoppen jetzt durch Fehlkäufe, die ich nicht mehr mache oder weniger mache. Oft werden True Winter und Cool Winter gleichgesetzt, je nachdem welches System benutzt wird. Deswegen, falls ihr irgendwie über Cool Winter stolpert, das sind eigentlich dieselben Farben. Ja, danke fürs Zuschauen und ich hoffe, euch hat das Video weitergeholfen und ihr wisst jetzt, ob das vielleicht auch was für euch ist. Falls ihr True Winter seid oder ihr schon wisst, dass ihr ein Wintertyp seid,
dann abonniert doch gerne meinen Kanal. Ich werde auf jeden Fall noch mehr Videos zu dem Thema Color Analysis posten und vor allem zu Wintertypen, weil da kenne ich mich nun mal jetzt am besten aus. Wenn dir das Video gefallen hat, gib dem Video einen Daumen hoch und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Und bis dahin, mach's gut, deine Patti. Ciao!